Pharao Cheops hat seine Pläne bekannt gegeben. Sein grenzenloser Ehrgeiz lastet schwer auf unserem Volk. Der Pharao verflucht und segnet ihre Familie gleichzeitig. Hat man ihnen einerseits den Status eines Nomarchen verliehen, wurden sie andererseits mit der Ausführung des ehrgeizigsten Bauprojekts beauftragt, das jemals in unserem Land ersonnen wurde. Die letzte Ruhestatt des Pharao soll ein massiver Pyramidenkomplex sein, weit entfernt von jeder Stadt, auf dem Plateau vor Rostia gelegen. Sein Sarg wird aus solidem Granit bestehen, seine Begräbnisbarke aus wertvollem libanesischen Zedernholz. Neben dem Pyramidenkomplex des Pharao soll eine kleinere Pyramide für seinen Sohn, Prinz Khephren, entstehen, dessen Tyrannei der seines Vaters gleichkommt, dessen Erfolge jedoch hinter diesem zurückbleiben. Khephren verlangt darüber hinaus, dass sein Abbild in den Stein bei Rostia gehauen wird, als Teil einer riesigen Figur, die man Sphinx nennt und die den Körper eines Löwen und den Kopf eines Menschen hat. Zur Bereitstellung der riesigen Mengen an Material und Arbeitskräften, die für den Bau dieses Monuments nötig sind, müssen sie bei Rostia eine große Siedlung errichten. Die Bedingungen dort werden nicht allzu gut sein. Doch darüber sollten sie hinwegsehen und sich einzig auf ihre Ziele konzentrieren, nämlich diese 3 großen Projekte abzuschließen und den Pharao zu ehren. Einen Teil des herrlichen weißen Sandsteins für die Verschalung der Pyramiden bekommen sie gestellt, aber den Großteil der notwendigen Aufwendungen müssen sie aus der Stadtkasse bezahlen. Der Pharao vertraut ihnen, einem seiner königlichen Nomarchen, diese 3 heiligen Aufgaben an. Nun müssen sie dem Pharao absolute Treue beweisen und seine Wünsche erfüllen. Koste es, was es wolle. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Rostia, die große Pyramide und die Sphinx. Pharao Cheops hat seine Baupläne bekannt gegeben. Er beauftragt unsere Familie, dieses ehrgeizige, monumentale Bauprojekt durchzuführen. Die letzte Ruhestätte des Pharaos soll ein großer Pyramidenkomplex sein, gefolgt von einer kleineren Pyramide für seinen Sohn Khephren und einer Sphinx. An unsere Stadt, die wir für den Bau der Monumente errichten müssen, werden keine großen Ansprüche gestellt. Lediglich eine Monumentwertung von 53 und eine Königreichwertung von 50 sind zu erreichen. Die Ressourcen, die wir nicht selber herstellen können für den Bau, müssen wir importieren. Auch hier brauchen wir eine gute Wirtschaft. Mehr gibt es eigentlich nicht mehr dazu zu sagen und wir schauen uns die Karte mal direkt an. Ja, der Nil durchfließt hier weit im Osten unsere Karte, begleitet von größeren und kleineren Flächen, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Auf der Westseite haben wir die große Ebene von Rostia und noch weiter im Westen haben wir hier einen kleinen Fluss, begleitet von Straußenherden. Ja, und am westlichen Kartenrand haben wir hier die einzigen Gesteinsformationen. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Nahrung können wir ausschließlich Wild produzieren. An Rohmaterial haben wir einfachen Stein und Edelsteine. Produzieren können wir Schmuck, Geschirr und Papyrus. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Rostia ist hier in der Nähe der Hauptstadt Mennefer und unser nächster Handelspartner wäre On. On verkauft uns jede Menge Ton und Kalkstein, Fleisch und Schilf in größeren Mengen. Kauft bei uns größere Mengen Edelsteine, Holz und Granit, Bier, Leinen und Schmuck in geringerer Menge. Ja, und weit oben an der östlichen Mittelmeerküste haben wir Byblos. Byblos verkauft uns jede Menge Holz, größere Mengen Kupfer und geringere Mengen Luxuswaren, kauft bei uns geringere Mengen Edelsteine und Schmuck. Im Süden haben wir keine weiteren Handelspartner. Oft ist es im Vorfeld wichtig zu wissen, über welchen Weg wir mit unseren Handelspartnern Handel treiben können. Das ist ganz einfach zu schauen, indem wir hier
die Handelsroute eröffnen wollen, dann werden wir ja nochmal abgefragt und dann können wir sehen, auf welchem Weg der Handel durchgeführt wird. Jetzt hier bei On ist es eine Seeroute. Hier können wir dann wieder raus. Und das gleiche machen wir für Byblos auch. So, und Byblos handelt auch über eine Seeroute. Unser Hauptexport wird Schmuck und Edelsteine sein. Damit können wir sehr gut die Importe von Holz und Kalkstein finanzieren, die wir für unsere Monumente benötigen. Wir haben 2 Gottheiten, die wir huldigen können. Re und Pat, wobei Pat unser Schutzgott ist. Und wie zu erwarten, haben wir jede Menge Grabbeigaben zu liefern, je 600 Einheiten Bier und Edelsteine, 300 Einheiten Luxuswaren, 1800 Einheiten Holz und 12 Blöcke Granit. Ja, und als Monumente haben wir eine Sphinx, einen Pyramidenkomplex und eine mittlere Pyramide zu errichten. Was ist nun der Plan? Die 3 Monumente können wir nur hier auf der großen Ebene westlich des Nils errichten. Unsere Stadt werden wir hier ganz im Westen auf der anderen Seite dieses kleinen Flusses errichten. Hier können wir Edelsteine und Stein abbauen. Ja, und wir können auch hier Nahrungsmittel produzieren und unsere Baustelle mit Material und Arbeiter beliefern. Beginnen wir nun mit dem Bau der 3 großen Monumente für den Pharao Cheops und seinen Sohn Khephren. Das erste, was wir machen sollten, ist das Festlegen der Baufelder für unsere Monumente. Wir beginnen mit den Pyramiden. Die Sphinx werden wir erst später errichten. Für das Festlegen der Baufelder werde ich jetzt erstmal hier diese Straße entfernen, damit wir jede Menge Platz haben. So, und dann beginnen wir mit der Festlegung des Pyramidenkomplexes, weil dieser benötigt ja Zugang zum Nil. Wir brauchen aber auch noch Platz für unsere Docks. Das heißt, wir werden hier ungefähr das Monument errichten. Dann können wir nämlich noch an den beiden langen Uferlinien 2 Docks errichten. Okay, das werden wir noch ein bisschen nach oben schieben hier. Ja, so ist das Baufeld gut platziert. Wir sehen hier den Ausgangspunkt des langen Ganges zum Pyramidenkomplex und hier haben wir noch Platz für 2 Docks. Ja, und weiter hier oben haben wir den Zugang zu der Baustelle und der ist auch nicht sehr weit hier zu unserer späteren Stadt. Sehr gut. Legen wir noch die mittlere Pyramide des Khephren fest. Die wird hier in unmittelbarer Nähe zum großen Pyramidenkomplex errichtet. Ich denke mir mal so, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, und dann werde ich hier schon mal Straßen drumherum bauen. Ja, dann ist das schon mal festgelegt. Bevor wir jetzt mit der Planung unserer Stadt beginnen, möchte ich doch gerne wissen, welche Mengen an Steinen wir für diese 2 Pyramiden zur Verfügung stellen müssen. Der Pyramidenkomplex braucht insgesamt 1440 Blöcke einfachen Stein, das sind 360 Ladungen, und 1200 Blöcke Kalkstein, das sind 300 Ladungen. Und die mittlere Pyramide benötigt 240 Blöcke einfachen Stein, das sind 60 Ladungen, und 432 Blöcke Kalkstein, 108 Ladungen. Ja, jede Menge Steine, die wir hier zur Verfügung stellen müssen. Wir haben jetzt hier unser erstes Wohngebiet platziert und wir werden es jetzt mal direkt parzellieren. Die Unterhaltungseinrichtung kommt hier hin. Ja, und dann wird das Ganze hier erstmal schon mit Parzellen aufgefüllt. Die Basics werden wieder gebaut. Wir verteilen wieder unsere Prioritäten. Wir geben wieder mehr Lohn und die Steuern werden auf 0 gesetzt. Ja, und dann warten wir auf die ersten Bürger. Die Geschwindigkeit stellen wir wieder auf 70%. Ja, ein Teil der Parzellen ist schon besiedelt und ihr seht, wie viele neue Bürger weiter in unsere Stadt einwandern. Bevor wir jetzt mit Nahrungsmittel, Tempelbau und mit unserem Gewerbe beginnen, werde ich als erstes Arbeitslager bauen.
damit mit den Arbeiten am Baugrund unserer Pyramiden schon angefangen werden kann. Dafür werden wir das jetzt hier nochmal vervollständigen mit den Straßen. Und hier zwischen bauen wir unsere ganze Baustelleneinrichtung. Dafür brauchen wir aber hier eine kleine Siedlung. So. Mit einer Feuerwache und einem Architekturbüro. Und natürlich auch einen Polizeiposten. So, und dann kann auch hier eine Sperre hin. So und so. Ja, und da auch. Dann errichten wir jetzt erstmal 2 Arbeitslager. Errichten wir doch direkt 4. Dann kann es hier richtig zügig losgehen mit dem Bau. Ja, errichten wir die Tempel für unsere Gottheiten Re und Part. Das können wir hier direkt machen. Und dann beginnen wir mit der Nahrungsmittelproduktion. Wir können ja hier nur wild produzieren. Hier haben wir unsere Straußenherden. Und dann errichten wir mal 2 Jagdhöfe mit dem entsprechenden Silo. Ja, und so schnell haben wir schon Wild in unserem Silo. Dann können wir jetzt den Bazar errichten und ihn anweisen, erstmal nur Wild zu kaufen. Ja, sehr gut. Dann beginnen wir jetzt mit unserem ersten Exportgut, nämlich Edelsteine. So, die ersten Edelsteinminen errichten wir hier. Ja, und mittlerweile schon 500 Einwohner. So, das reicht erstmal. Dann können wir hier durch. So, ja, das funktioniert. Dann machen wir aber hier noch eine Sperre hin. Nein, Quatsch. Dann errichten wir jetzt hier noch die Feuerwache und das Architekturbüro. Und dann bauen wir jetzt hier noch einen Loop. Wir versuchen mal hier. Wo kommen wir hier wieder raus? Da kommen wir raus. Okay. Dann wir hier wieder zurück. Ja, die Überschwemmungen interessieren uns jetzt nicht bei dieser Kampagne. Jetzt müssen wir erstmal noch die Warenlager bauen. So, die errichten wir hier. Dieses Warenlager wird die Edelsteine annehmen. Ja, und dieses Warenlager später den Schmuck. Ja, und dann müssen wir hier allerdings auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Sonst geht das hier nicht so. Aber das sieht schon ganz gut aus. Ja, mit dem ersten Exportgut müssen wir natürlich jetzt auch Docks errichten, weil wir ja die Handelsroute nach On jetzt eröffnen. Da wird ja jede Menge Edelsteine gekauft. Okay. Ja, dann können wir Edelstein schon mal auf Export setzen. Ja, dann müssen wir unser Dock natürlich bauen. Genau. Ja, unsere Docks müssen wir hier errichten. Dementsprechend brauchen wir natürlich auch eine Siedlung hier. Bauen wir mal hier die 2 Docks. So, und diese Straße führe ich hier runter. Das ist gar nicht so schlecht. So, jetzt haben wir auch hier unsere kleine Hafensiedlung errichtet. Da werden wir jetzt auch mal hier noch für die Unterhaltungseinrichtungen die Verbindung bauen. Und dann parzellieren wir jetzt auch schon mal, aber nicht ganz so viel. Ich denke mal so die Hälfte würde, glaube ich, reichen. Und dann kriegen die natürlich noch ihre Basics hier. Ja, und außen müssen wir natürlich auch Feuerwachen haben und Architekturbüros. Ja, und die Geschwindigkeit können wir jetzt ja auch wieder auf 70 stellen. Ja, mit dem ganzen Bau haben wir jetzt kein Geld mehr, alles ausgegeben, aber ich hoffe mal wieder auf einen kleinen Zuschuss vom Pharao. Ja, da haben wir doch nochmal 5000 Deben bekommen, sehr gut. Ja, und jetzt können die ersten Edelsteine verkauft werden.
Ja, der Weg, den jetzt unsere Karrenschieber gehen müssen, um den Export durchzuführen, ist sehr lang. Aber ich denke mir mal, damit können wir jetzt erstmal ganz gut arbeiten. Wir errichten mal unsere Gesundheitseinrichtungen, indem wir jetzt hier die Arztpraxis bauen. Die brauchen wir aber natürlich auch hier. So, und natürlich auch hier in unserer Siedlung bei den Docks. Ja, und einen Tempel für Part werden wir hier auch schon mal errichten. Ja, und die ersten Händler sind auch schon da und wir haben 1000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, und da sehen wir den Karrenträger, wie er jetzt Edelsteine zu unseren Docks bringt. Ja, das funktioniert schon ganz gut. Wir werden jetzt mit der Schmuckproduktion beginnen. Dafür bauen wir doch noch ein paar Edelsteinminen hier. Ja, wir können 2500 Einheiten Edelsteine verkaufen und 1500 Einheiten Schmuck. Schauen wir mal eben nach Byblos. Ja, Byblos kauft ja auch noch Edelsteine und Schmuck. Die Handelsroute eröffne ich auch schon direkt. 1500 Einheiten Luxuswaren und Edelsteine. Das heißt, wir können tatsächlich tendenziell mehr Edelsteine verkaufen. Es brennt, unser Dock, das ist schlecht. Ja, dann machen wir das mal so, dass wir hier für die späteren Warenlager hier schon mal Platz schaffen. So, und dann können wir hier auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Das Dock ist auch wieder hergestellt. Der Handel kann weiterlaufen. Ja, und jetzt müssen wir erstmal verkaufen. Wir haben jetzt im Moment ganz schön viel Geld wieder ausgegeben. Ja, Edelsteine sind verkauft worden. Unsere Stadtkasse erholt sich. Beginnen wir jetzt mit der Schmuckproduktion. Ja, und wir haben unsere erste Forderung. 1000 Einheiten Edelsteine für die Stadt Unit. Na gut, da produzieren wir ja gerade richtig gut. Da haben wir sogar mehr als genug im Warenlager. Das können wir sofort verschicken. Sehr gut. Ja, und ich würde sagen, wir errichten mal unseren Festplatz. Den möchte ich hier errichten, wenn das möglich ist. Gucken wir mal. Ah, das geht leider nicht. Schade. Aber hier auf der anderen Seite konnten wir ihn errichten. Sehr schön. Und dann feiern wir mal ein Fest für Part, unserem Schutzgott. Alle etwas unzufrieden hier. Okay, gut. Ein Fest. Und dann errichten wir noch mal ein paar Schreine. Für Re und für Part. Ja, ich glaube, wir können tatsächlich noch mal 2 Juweliere bauen. Ja, die Musikpavillon habe ich auch schon errichtet. Und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt auch mal eine Jonglierschule bauen. Ja, das ist super. Und zwar kann die Handelsroute nach Unit eingerichtet werden, da wir die Edelsteine zur Verfügung gestellt haben. Ja, dann schauen wir doch mal zu unserem neuen Handelspartner. Ja, Unit verkauft eigentlich größtenteils nur, und zwar jede Menge Kalkstein. Das ist super. Größere Mengen Granit, Kupfer und Ton sowie Fleisch und Geschirr in kleineren Mengen und kauft bei uns Stroh, was wir überhaupt nicht herstellen können. Okay, aber die Handelsroute werden wir später dann eröffnen. Ja, und unser erstes üppiges Fest. Ja, wir verdienen eigentlich jetzt ganz gutes Geld. Bauen wir unseren kleinen Stadtpalast. Der passt doch hier jetzt rein. Oh, kann man so bauen. Dann kann man das hier mit der Straße auch noch ein bisschen verändern. Beziehungsweise machen wir das so. Ja, sehr gut. Und dann können wir auch das Steuereintreiberbüro bauen. Das kann dann hier hin. Dann können wir auch die Steuern einstellen, aber nur auf 7%. Das müsste reichen. Ja, beginnen wir allmählich mal mit unserer Steinproduktion.
Wir sehen ja hier, wie gut und fleißig an den Pyramiden gebaut wird. Aha, eine neue Forderung, wieder an die Stadt Unit, diesmal 1500 Einheiten Wild. Hier brauchen wir erstmal ein Warenlager für. Okay, errichten wir hier noch ein Warenlager, das kann jetzt Wild aufnehmen. So, und das Silo nimmt kein Wild mehr an. Ja, und wir haben es dann, die Ware. Ja, dann errichten wir auch ein Warenlager für Stein. So, und dann würde ich sagen, errichten wir mal 4 einfache Steinbrüche. Die werden wir hier reinbauen. Naja, so viel kriegen wir gar nicht hier unter, wenn wir hier mit dem Weg rein wollen. Ja, haben wir doch geschafft. Sehr schön. Ja, das ändere ich ja auch noch ein bisschen. Und zwar werde ich hier auch noch eine Brücke bauen. Ja, ich weiß, ihr kriegt ja jetzt euer Fleisch gleich. Etwas Geduld. Vielleicht werden wir hier noch das Silo so einstellen, dass die Nahrungsmittel weggeschickt werden. Dann geht es, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja, warum habe ich das so gebaut? Damit auch unsere Jäger hier auf die andere Seite des kleinen Flusses kommen, um Strauße zu jagen. Ja, die Forderung nach Wild kann erfüllt werden. Schicken wir sofort los und dann werden wir das folgendermaßen machen. Wir lassen das mal mit dem Lagerhaus. Das Silo wird jetzt entsprechend das Wild fordern. Dann haben wir hier noch einen kleinen Puffer für die ganzen Überkapazitäten an Wild. Natürlich müssen wir Wild auch wieder zur Verfügung stellen. Ja, wir verkaufen richtig gut mit Schmuck und Edelsteine. Wenden wir uns mal hier an unsere kleine Siedlung, an den Docks. Wir errichten jetzt mal hier ein Warenlager. Oh, wir haben ein Geschenk des Nachbarn, weil wir das Wild zur Verfügung gestellt haben. 1300 Einheiten Kupfer. Okay. Dann bauen wir noch ein Warenlager hier, aber dieses Warenlager ist jetzt für Kalkstein und dieses Warenlager ist für Kupfer. Können wir mit Kupfer überhaupt was anfangen? Nee, Kupfer können wir nur importieren. Na gut, wer weiß, für was es gut ist. So, haben wir denn hier in der Nähe auch Straußenherden, damit wir dieses Wohngebiet auch versorgen können? Ah, da oben. Oh, das ist aber relativ weit weg, ne? Naja, egal. Errichten wir mal hier ein Silo. Das kann jetzt hier hin. Und dann bauen wir auch mal 2 Jagdhöfe oder einen Jagdhof. Ja, wir nehmen das Kupfer an. Dankeschön. Dann bauen wir mal 2 Jagdhöfe. Die passen ja genau hier rein. Ja, und dann seht ihr schon, wie hier die Attraktivität den Bach runtergeht. Dann bauen wir hier auch mal direkt den Musikpavillon. Dann wird es ein bisschen besser. Ja, wir müssen es ja doppelt bauen. Das muss ich leider mal eben kurz ändern. So, eben mal etwas verändert. Ich denke mal, so sieht es ein bisschen besser aus. Wir parzellieren den Rest des Wohngebietes noch. Ja, und dann müssen wir auch allmählich anfangen, Kalkstein zu importieren. Aber ihr seht auch, wie schnell hier Geld weggeht. Ja, der Pharao fordert Waren, 500 Einheiten Edelsteine. Das sollte aber kein Problem sein. 2900 Einheiten im Warenlager. Ja gut, verschicken wir sofort. Ja, jetzt werden Arbeitskräfte benötigt, aber wir haben ja jetzt hier jede Menge neue Bürger, die hier in unsere Siedlung an den Docks einwandern. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir die Edelsteine zur Verfügung gestellt haben. Gut, wenn wir so viele Edelsteine zur Verfügung haben, dann können wir die doch auch, glaube ich, schon als Grabbeigabe verschicken, oder? Ja. Und die Luxuswaren können wir auch schon verschicken. Das Holz werden wir wie gewohnt nach und nach als Grabbeigabe versenden.
Gut, ich würde sagen, wir importieren schon mal etwas Kalkstein. Ja, so ein Warenlager voll, das ist doch gut. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir auch militärisch hier aktiv sein müssen. Die militärischen Einrichtungen sind ja freigeschaltet hier und wir können tatsächlich ein Heer und eine Kriegsflotte aufbauen. Naja, hoffen wir mal, dass wir nicht angegriffen werden. Hier wird auch fleißig weitergearbeitet und ich werde erst die Baugilden errichten, wenn der Baugrund des Pyramidenkomplex ebenfalls fertiggestellt ist. Ja, Re ist erzürnt. Okay, wir sollten mal erstmal ihm ein Fest abhalten. Und dann errichten wir nochmal Tempel. Für beide Gottheiten. Ja, und der erste Kalkstein ist schon in unserem Warenlager. Das läuft eigentlich alles sehr gut hier. Ja, unser üppiges Fest für Re. Ich hoffe, er ist jetzt wieder etwas wohlgesonnener mit uns. Ja, errichten wir doch hier ein Wohnhaus, so zwischen den Jagdhöfen. Sehr gut. Ja, und wir bekommen eine kleine Segnung von Re, der unseren Ruf im Königreich verbessert. Ja, was haben wir? 55. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, leider werden wir jetzt doch von einer libyschen Armee in 10 Monaten angegriffen. Das ist natürlich jetzt super doof. Deswegen auch das Kupfer. Gut, wir brauchen einen Drillplatz. Es nützt alles nichts. Der kommt hier hin. Da werde ich mal die Sperre ein bisschen versetzen. Und ich baue definitiv eine Akademie. Die kann hier hin. Dann errichten wir jetzt erstmal 2 Waffenschmieden. Das sollte reichen. Jetzt erstmal. Ja, und dann müssen wir ganz schnell jetzt ein Fort für die Bogenschützen bauen. Ich denke mal, unser Militär werde ich hier etablieren. Ja, und wir kriegen nochmal eine kleine Segnung von Re, der unseren Ruf im Königreich verbessert. Vielen Dank. So, ja gut, dann bauen wir hier das erste Fort hin. Warum geht das nicht? So, jetzt funktioniert's. Ja, dann werde ich hier dieses Warenlager auch noch entsprechend für Waffen freischalten. Ja, dann bauen wir doch noch direkt ein Fort für die Infanterie. Gut, und wir haben immer noch genug Geld. Das ist nicht schlecht. Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir genug Soldaten haben. Dann, ja, der Baugrund des Pyramidenkomplexes ist ebenfalls fertiggestellt worden. Wir können jetzt die Gilden errichten. Und zwar bauen wir hier eine Zimmermannsgilde. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal 2 Steinmetzgilden. Dann werden wir jetzt Holz auch importieren. 200 Einheiten. Ja, und sobald die Gilden Arbeitskräfte haben, wird mit dem Bau der Pyramiden begonnen. Ich hoffe jetzt mal, dass wir schnell Soldaten ausbilden, denn wir sehen, in 6 Monaten wird die libysche Armee uns angreifen. Ja, jetzt werden Arbeitskräfte benötigt. Dann werde ich jetzt hier auch einen Basar errichten, den entsprechend einstellen. Und dann kann sich auch dieses Wohngebiet hier entsprechend entwickeln. Und unsere Steinmetzer haben Position bezogen und warten nun auf die ersten Steinladungen, die unsere Mitarbeiter aus dem Arbeitslager jetzt zur Baustelle transportieren. Ja, hier sehen wir schon, wie die ersten Steinladungen Kalkstein zur Pyramide gebracht werden. Ja, und einfacher Stein ist auch schon auf dem Weg. Das läuft so eigentlich sehr gut. Die Wege sind halt etwas länger, aber ich denke mir mal, dass das so wirklich gut läuft. Ja, der Anfang ist gemacht für den Bau der Pyramiden, aber es ist noch ein langer Weg, bis wir diese Monumente fertiggestellt haben. Ja, das ist sehr gut hier. Das Warenlager wird immer sofort mit Kalkstein wieder aufgefüllt. Das gefällt mir. Ja, und wir haben auch schon die ersten Bogenschützen und Infanteristen.
in unseren Fort. Sehr gut. Ich denke mir mal, dann können wir den Kampf hoffentlich erfolgreich bestreiten. Ja, einen Monat noch, dann ist es soweit, der erste Kampf. Ja, wir sollten allerdings auch Kupfer importieren. Da würde ich jetzt mal 300 Einheiten durchaus einkaufen. So, und dann baue ich hier jetzt noch das Warenlager für Holz. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Ich habe zwar Holz auf Import gestellt, aber kein Warenlager dafür. Es ist soweit. Die libysche Armee greift uns an. Wir schauen mal, wo sie angreifen. Okay, hier oben. Dann werden wir jetzt mal die Geschwindigkeit runtersetzen und unsere Armee positionieren. Ich gehe mal davon aus, dass sie entweder hier über die Brücken in unsere Stadt einfallen werden, ohne zu der Siedlung an unseren Docks. Ich habe jetzt mal unsere Armee hier platziert. Schauen wir mal, ob wir zeitig hier entsprechend präsent sein können. Ja, hier sind schon die ersten Feinde. Ich werde jetzt diese Brücke abreißen. Was nicht geht, weil da drauf Strauße sind. Das ist ja jetzt ganz fies. Naja gut. Ja, jetzt könnte aber allmählich mal unsere Armee kommen. Wo bleibt sie denn? Aha, da sind schon unsere Bogenschützen. Okay, dann könnt ihr die jetzt schon mal direkt hier angreifen. Oh, ein Jäger vom Jagdhof kämpft mit unseren Feinden. Auch interessant. So, und hier ist unsere Infanterie. Die kann jetzt hier bitte auch mal angreifen. Ja, unsere Bogenschützen sind jetzt auch schon aktiv hier. Aber die Armee der Libyer ist jetzt nicht so groß. Ich denke mir mal, das sollte für uns kein Problem sein. Ja, aber wir haben hier doch noch 3 Kämpfer der Libyer. So, dann könnt ihr doch auch mal hier diesem Jäger helfen. Ja, ich denke, das ist jetzt schnell erledigt hier. Das sieht sehr gut aus. Ja, und wir sehen hier, dass Grabräuber Grabbeigaben gestohlen haben. Da muss man jetzt tatsächlich aufpassen. So, der Kampf ist vorbei. Okay, dann können wir jetzt erstmal unsere Armee zurückschicken. Sobald wir Grabbeigaben schon ausgeliefert haben, können diese auch gestohlen werden. Und das wirkt sich auch auf unsere Königreichswertung aus. Die sinkt dann nämlich. Gehen wir mal in die Spezialkarten bei Kriminalität und wir sehen nämlich hier, dass da wohl ein Problem herrscht. Okay, wir bauen jetzt mal hier noch eine Polizei. Haben wir sonst noch Probleme? Oh ja, hier auch. Das sieht nicht gut aus. Okay, dann kommt hier auch noch eine Polizei hin. Da sehen wir ihn. Das ist ein Räuber, der jetzt unverschämterweise Grabbeigaben klauen wird. So ein Ärger. Aber es kann sein, dass gerade unsere Soldaten den aufhalten. Jawohl. Glück gehabt. Ja, jetzt sehen wir hier, dass ein Grabräuber sogar festgenommen wurde. Gut, darauf müsst ihr achten, wenn ihr Grabbeigaben schon ausgeliefert habt. Ja, sehr gut. Den ersten Kampf haben wir erfolgreich gemeistert. Und ich würde sagen, wir bauen direkt noch ein Fort für die Bogenschützen. So, noch ein paar Verschönerungen hier durchgeführt, damit sich diese Gebäude auch mal hier weiterentwickeln können. Ja, und ich glaube, ich baue doch noch eine Waffenschmiede hier hin. Und mittlerweile 2000 Einwohner in unserer Stadt. Oh, wir haben eine Drohung durch eine andere Stadt. Und zwar von Kyrene. Kyrene möchte 1300 Einheiten Edelsteine besitzen. Und wenn nicht, wird eine Armee uns angreifen. Wir haben jetzt hier ein gut aufgestelltes Heer. Wir lassen uns nicht drohen. Ja, und wir schauen mal, wie stark die angreifende Armee ist, wenn wir jetzt diese Forderung nicht erfüllen. Oh, uns geht jetzt gerade das Geld etwas aus.
Holzimporte werde ich jetzt mal stoppen. Brauchen wir eigentlich noch nicht. Ja, und die Kupferimporte können wir jetzt auch erstmal stoppen. Unser Fort mit der Infanterie ist fast voll. Ups, jetzt müssen wir aber der Stadt mal unter die Arme helfen hier. Spende an die Stadt, 2000 Deben. Ja, ihr könnt uns drohen. Ihr bekommt trotzdem keine Edelsteine. Auch wenn ihr uns jetzt noch 24 Monate zur Erfüllung gibt. Ja, der Bau unserer Pyramide läuft wirklich gut. Eine Steinladung nach der anderen wird zu unserer Baustelle transportiert. Ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Grabräuber Grabbeigaben gestohlen haben. Und wir können jetzt sehen, dass wir jetzt zum Beispiel nochmal 100 Einheiten Luxuswaren nachliefern müssen. Wir hatten ja Edelsteine und Luxuswaren ja komplett schon geliefert. Okay, die 100 schicken wir jetzt noch. Ja, wir haben eine Mitteilung, dass eine Stadt angegriffen wird, nämlich die Stadt Dashur. Und sie braucht Truppen innerhalb der nächsten 11 Monate. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, wenn wir jetzt unsere Truppen zum Schutz von Dashur losschicken, kann es sein, dass unsere Stadt in der Zeit, wo unsere Soldaten dann eben nicht da sind, angegriffen wird, weil wir ja die Edelsteine nicht nach Kyrene schicken. Was machen wir denn nun? Eine kleine Truppe wagt einen Angriff auf Dashur. Okay, wir machen mal Folgendes. Wir verschicken mal die Infanterie, die Bogenschützen. Ach, wir verschicken jetzt alles. Ja, gut. Und dann bauen wir direkt ein Fort für die Infanterie. Wir haben genug Waffen schon in unserem Lagerhaus. Sehr gut. Wir müssten allerdings auch dann nachher noch Kupfer wieder importieren. Ja, und Part ist zufrieden mit uns und stellt sicher, dass Werften, Webereien und Juweliere einen vollen Vorrat von Rohmaterial haben. Das ist sehr schön, Dankeschön. Ja, kommt direkt noch ein für die Bogenschützen. Ich hoffe, dass wir dann dem Angriff gewappnet sind, den wir ja zu erwarten haben, da wir die Forderung nach Edelsteinen nach Kyrene nicht Folge leisten. So, Kupfer sollten wir dann doch wieder importieren. Ja, die erste Steinlage des Pyramidenkomplex ist fertiggestellt und unser Steinmetz arbeitet hier schon an diesem langen Gang. Ja, und es wird jetzt an der mittleren Pyramide weitergebaut. Ja, der Pharao fordert Waren, 500 Einheiten Edelsteine. Das sollten wir eigentlich haben. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir jetzt nicht die Edelsteine für Kyrene entsprechend losschicken. Also hier oben, das ist für den Pharao, das verschicken wir. Sehr gut. Ja, und bei zwei Warenlager, die die gleichen Materialien einlagern, jetzt hier unsere Steine, stelle ich immer eins auf maximal holen, dass das immer entsprechend gefüllt ist. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir die 500 Einheiten Edelsteine nach Bohen geschickt haben. Ja, wir verdienen im Moment gut Geld. Ich glaube, ich baue das letzte Fort, was wir noch bauen können, nämlich für die Infanterie. Das kommt dann jetzt noch hier hin. Und dann haben wir jetzt auch eine vollständige Armee mit 6 Forts. Ich denke mir mal, dann dürfte uns jetzt nichts mehr passieren. Ja, ich finde, alles läuft doch hier auf unserer Baustelle wunderbar. Wir müssen mal schauen, dass wir entsprechend die Kämpfe, die eventuell uns noch erwarten, auch gut bestehen können. Aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ja, wunderbar. Die Helden kehren zurück und haben den Kampf bei Dashur gewonnen. Sehr gut. Ja, und die Königreichswertung steigt natürlich, da wir erfolgreich waren. Es lohnt sich wirklich, eine Militärakademie zu bauen. Das stärkt die Moral und Kampfkraft unserer Soldaten doch schon ziemlich. Ja, und nun kann die Handelsroute nach Dashur eingerichtet werden. Sehr schön, dann schauen wir doch mal direkt, was wir mit Dashur handeln können.
Ja, und sie verkaufen uns ebenfalls jede Menge Kalkstein. Und sie verkaufen uns Stroh, Gerste, Bier und einfachen Stein, aber in geringeren Mengen. Kaufen bei uns aber Ziegel, Edelsteine und Granit in geringeren Mengen. Ja, die eröffnen wir ja sofort. Ja, und das ist jetzt eine Landroute. Sehr gut. Ja, dann können wir noch weiter Edelsteine verkaufen. Das finde ich gut. Ja, und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich errichte hier ein Warenlager und dieses kann jetzt Kalkstein fordern. Mit der Landroute von Dashur kann auch dieses Warenlager entsprechend beschickt werden. Und dann haben wir den Kalkstein ziemlich nah an unserer Baustelle. Ja, eine libysche Armee wird uns in 6 Monaten erreichen, da wir die 1300 Einheiten Edelsteine nicht nach Kyrene geschickt haben. Ja, dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, und wir haben ein üppiges Fest für Reh. Ja, es ist soweit. Wir werden angegriffen. Schauen wir mal, wo sie diesmal angreifen. Oh, wir haben eine Segnung von Reh, bevor der Angriff erfolgt. Das ist sehr nett. Unser Ruf im Königreich wird erheblich verbessert. Oh, wow, auf 79. Das ist toll. Nicht toll ist hier, dass die Armee ziemlich nah an unserer Stadt angreift. Mal ganz schnell hier runter. Und dann werden wir Folgendes machen. Wir bauen jetzt hier schnell eine Brücke, wenn das noch geht. Jawohl. Dann können nämlich unsere Soldaten hier relativ schnell rüber. Ja, das mit der Brücke war gar nicht so schlecht. Sonst hätten sie nämlich hier diesen Umweg gehen müssen. Oh, wir werden schon beschossen. So, dann kann jetzt diese Infanterie hier schon mal die Bogenschützen der Feinde ausschalten. Ja, und hier auch. Naja, so groß ist jetzt die Armee jetzt nicht. Man weiß jetzt nicht, was da noch vom Kartenrand auf uns zukommt. Aber ich glaube, das schaffen wir ganz gut. Ja, die Bogenschützen der Libyer sind schon ausgeschaltet. Ja, und da greift jetzt auch der Rest der Armee an. Ja, aber das ist jetzt auch nicht sehr viel. Ja, der Kampf ist gemeistert. Wir haben gewonnen. Wir schicken euch alle zurück. Sehr gut. Ja, die Löhne sinken. Schauen wir mal, was unsere Arbeiter jetzt noch so bekommen. 28 Deben. Okay, dann kriegt ihr 29. Gut. Ja, ich glaube, ich werde hier noch ein kleines Wohngebiet errichten, auch auf die Gefahr hin, dass hier die Libyer angreifen. Aber dann könnten wir hier diesen Bereich auch noch nutzen, um Steinbrüche zu bauen. Ich befürchte, dass wir mit denen, die wir jetzt haben, den Bedarf nicht ganz decken können. Ja, hier die Mitteilung, dass die aufgewühlte See der Grund ist, dass unsere Handelsschiffe nicht unsere Docks ansteuern können. Das heißt, es dauert ein paar Monate, bis unsere Händler wieder mit uns Handel betreiben können. Aber wir haben ja noch die Handelsroute mit Dashur über Land. Das sollte uns eigentlich die Zeit überbrücken. So, hier ist unser kleines Stadtgebiet jetzt. Das werde ich ein bisschen parzellieren, nicht viel. Weil wir haben nämlich mehr als genug arbeitssuchende Menschen in unserer Stadt. Nur hier so ein bisschen. So. Gut, und dann können wir nämlich hier jetzt noch Steinbrüche bauen. 3 Stück, das sollte reichen. Kommen wir hier raus? Ja, wunderbar. Ja, damit werden wir eine Menge an einfachen Steinen jetzt produzieren können. Das ist auch wichtig, weil unser Vorrat ist ziemlich abgeschmolzen hier in den Warenlagern, wie wir das sehen. Eine Steinladung nach der anderen. Schaut euch das an. Ja, da gehen sie hin, die einfachen Steine. So, dieses Stadtgebiet habe ich dann doch jetzt voll parzelliert mit den Dienstleistungsgebäuden, die ich für das Stadtgebiet errichtet habe, ist die Arbeitslosenquote relativ schnell gesunken, nur noch auf 2%. Ja, und wir haben wieder eine Forderung nach Wild. 1500 Einheiten für die Stadt On.
In 8 Monaten, das ist nicht ganz so lange. Gut, wir werden dieses Warenlager wieder aktivieren. Alles annehmen. Und dann werden wir die Silos dann entsprechend einstellen. Ja, ich ändere das noch ein bisschen um. Das ist einfach zu unproduktiv. Wir werden hier ein Warenlager errichten, was das Wild annehmen soll. So, das hier nicht mehr. Der Weg ist einfach zu weit. Das nutzen wir für andere Güter. Ja, die Forderung kann jetzt erfüllt werden. Sehr gut. Ja, das geht dann doch schneller. Ich will das nur wieder einstellen. Nicht annehmen. So, und die Silos können wieder Nahrung aufnehmen. Und natürlich muss das Wild auch wieder zur Verfügung stehen. Ja, ihr seht, unser Steinvorrat hat sich wieder aufgefüllt. Gott sei Dank. Ja, und unsere Stadtkasse hat sich auch sehr positiv entwickelt. Ich glaube, ich kaufe jetzt mal die 600 Einheiten Bier. Dann können wir die schon mal zur Verfügung stellen. Da können wir hier dieses Warenlager für Bier freigeben. Ja, dann kaufen wir doch mal direkt 600 Einheiten. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir das Wild zur Verfügung gestellt haben. Ja, unser Bier ist schon im Lager. Super. Dann brauchen wir das auch nicht mehr weiter zu importieren. Ja, können wir direkt verschicken. Sehr gut. Ja, auch wenn es mit nicht so danach aussieht, der Bau unserer Pyramiden schreitet doch voran. Mittlerweile haben wir schon beim Pyramidenkomplex 21% fertiggestellt. Und auch bei unserer mittleren Pyramide haben wir jetzt mittlerweile 23% fertiggestellt. Alles läuft bestens. Ihr seht, unsere Stadtkasse ist gut gefüllt. In unserer Siedlung läuft auch alles bestens. Produktionen und die Nahrungsmittelversorgung. Ja, wenn wir gerade bei der Nahrungsmittelversorgung sind, fordert der Pharao wieder 1200 Einheiten Wild. Gut, dann müssen wir wieder mal hier das Lagerhaus einstellen. Ja, und dieses Silo darf jetzt kein Wild mehr annehmen. Und wir hamstern Wild. Aber wenn ich sehe, wie viel hier in den Jagdhöfen noch gelagert ist, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, und der Preis für Kalkstein ist gestiegen. Okay, sollte uns jetzt nicht so interessieren. Ja, und wir haben die 1200 Einheiten Wild. Das können wir direkt verschicken. Wunderbar. Und das Warenhaus wieder einstellen. Und das Silo natürlich auch. Und Wild wieder nutzen. Ja, und unsere kleine Siedlung hier an den Docks sieht auch sehr gut aus. Ich habe sie jetzt noch nicht weiterentwickeln lassen. Das werden wir nach und nach machen. Wir werden ja im Laufe der Zeit, die wir brauchen, um die Monumente zu errichten, irgendwann zu wenig arbeitende Bevölkerung haben, aufgrund der veränderten Altersstruktur. Und dann kann ich nach und nach hier die Wohngebiete weiterentwickeln lassen und somit neue Siedler in unsere Stadt locken. Ja, wir bekommen ein Geschenk des Pharaos, weil wir die 1200 Einheiten Wild geschickt haben. Das erste Mal, seit wir unsere Pyramiden hier errichten, bekommen wir nun Kalkstein geschenkt. Ja, den nehmen wir natürlich gerne an. Vielen Dank. Ich dachte wirklich, wir würden mehr Kalkstein vom Pharao geschenkt bekommen im Laufe der Zeit, aber nun gut. Wir haben stetigen Vorrat von Baumaterialien, sodass hier fleißig weitergebaut werden kann. Hier das erste Mal haben wir eine Unterbeschäftigung, das heißt, uns fehlen Mitarbeiter. Ja, der Schwund der Arbeitskräfte aufgrund der älter werdenden Bevölkerung ist jetzt eingetreten. Wir werden jetzt mal dieses Wohngebiet hier an den Häfen etwas verschönern.
Dann können hier schon neue Bürger einziehen. Ja, und Holz wird teurer. Das ist natürlich auch doof, aber ich denke mir mal, an Geld mangelt es bei uns im Moment nicht. So, da haben wir doch das Wohngebiet hier schon wieder gut aufgehübscht. Ja, und da sehen wir schon, wie die neuen Bürger jetzt in unsere Stadt einwandern. So werden wir das mit den anderen Wohngebieten dann auch machen. Wir werden auch mal gezielt das Gewerbe für die Waffenproduktion ausschalten. Das brauchen wir jetzt nicht. A, haben wir noch genug Waffen im Warenlager und B, sind wir jetzt die ganze Zeit nicht mehr angegriffen worden. Ja, um weitere Bürger in unsere Stadt einziehen zu lassen, werde ich jetzt mal dieses kleine Wohngebiet hier weiterentwickeln, indem wir jetzt hier auch mal einen Bazar errichten. So, den können wir noch entsprechend einstellen. So, und ich werde jetzt etwas Geschirr schon mal einkaufen, um die anderen Wohngebiete dann auch weiterentwickeln zu lassen. So, und dann werde ich mal sagen 800 Einheiten. So, dieses Warenlager wird das Geschirr fordern. Zur Hälfte. Ja, und hier das Warenlager mit den Waffen kann Geschirr annehmen, weil Geschirr wird über eine Seehandelsroute importiert. Ja, der Pharao fordert wieder Ware, diesmal 400 Einheiten Luxuswaren und 1600 Einheiten Edelsteine direkt hintereinander. Gut, schauen wir mal, was wir im Lager haben. Ja gut, also die Luxuswaren können wir zur Verfügung stellen und die Edelsteine, die müssen wir jetzt erstmal hamstern. Aber das sollten wir auch gleich zur Verfügung haben. Ja, die Forderung kann erfüllt werden, allerdings haben wir das erste Zeitfenster nicht erreichen können. Naja, mal schauen. Ja, und die Königreichswertung steigt trotzdem, weil wir den Schmuck zur Verfügung gestellt haben. So, und die Edelsteine bekommt jetzt unser Pharao und dann können wir die auch wieder nutzen. Naja, die Königreichswertung steigt trotzdem. Wir haben die 1600 Einheiten Edelsteine ja doch noch verschicken können. Gibt aber kein Geschenk. Naja, okay. Der Bau unserer Pyramiden läuft weiter ohne große Probleme. Unserer Stadt geht es auch soweit gut. Dieses Wohngebiet hat sich jetzt auch ziemlich gut entwickelt. Da könnten wir eigentlich auch mal ein paar Verschönerungen durchführen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann haben die sich jetzt auch mal ein bisschen weiterentwickelt und wir haben wieder genug Arbeiterpotenzial. Ja, und wir haben die 3000 Einwohnermarke geschafft. Nach einer langen friedlichen Zeit werden wir nun in 2 Monaten von einer libyschen Armee angegriffen, da diese von einem großen Reich träumt. Na, dann wollen wir mal schauen, was uns da erwartet. Ja, und es ist schon soweit. Die libysche Armee greift unsere Stadt an. Schauen wir mal. Ja, die Königreichswertung steigt, da man das Opfer, das unsere Armee im Kampf für Ägypten aufgenommen hat, gewürdigt wird. Naja, das ist ja sehr schön. Okay, wo greifen die jetzt denn nun an? Aha, auf der anderen Seite greifen sie an. Ja, dann denke ich mal, habt ihr die verkehrte Seite ausgewählt. Ja, ich denke mal, die ziehen wieder ab und wir können uns unseren Pyramiden widmen. Und wieder fordert der Pharao Waren. 200 Einheiten Luxuswaren in 9 Monaten. Ja, das sollte wirklich kein Problem sein für uns mit 2100 Einheiten im Warenlager. Das können wir direkt verschicken. Ja, Königreichswertung ist schon auf 100.
Vielleicht kriegen wir jetzt endlich mal Kalkstein geschenkt. Ja, das haben wir gern gemacht, die 200 Einheiten für den Pharao. Wieder kein Geschenk. Ganz schön kniepig der Pharao mit seinem Kalkstein hier. Ja, Part erfreut unsere Stadt mit einer Segnung und füllt ein Lagerhaus mit Edelsteinen, Ton, Flachs, Lein oder Schmuck. Ja, dann schauen wir doch mal. Und wir haben ein volles Lager mit Edelsteinen. Sehr schön. Ja, nun fordert der Pharao 1000 Einheiten Holz. Na gut, das müssen wir natürlich importieren. Das tun wir zwar im Moment, aber nur 200 Einheiten. Also 1000 Einheiten Holz. Naja gut, ich denke mir mal, unserer Stadtkasse macht das nicht so viel aus. Wie viele Einheiten verkauft uns Byblos denn? Naja, das Jahr hat wohl gerade erst angefangen. 2500 Einheiten können wir einkaufen. Das sollte kein Problem sein. Ja, und tatsächlich, nach vielen Jahren haben wir in unserem Pyramidenbau Halbzeit. Der große Pyramidenkomplex ist so 50% fertig. Trotzdem müssen wir noch jeweils 8 Blöcke einfachen Stein und Kalkstein liefern. Ja, und für den Rest des Pyramidenkomplex brauchen wir noch 320 Blöcke einfachen Stein, das sind 80 Ladungen, und 456 Blöcke Kalkstein, das sind 124 Ladungen. Ja, und auch die mittlere Pyramide ist zu 53% fertig. Hier brauchen wir jetzt für die nächste Lage noch 8 Blöcke einfachen Stein, das sind 2 Ladungen, und 24 Blöcke Kalkstein, das sind 6 Ladungen. Ja, und für den Rest der Pyramide brauchen wir tatsächlich nur noch 16 Blöcke einfachen Stein, das sind 4 Ladungen, und 96 Blöcke Kalkstein, das sind nochmal 24 Ladungen. Und die Forderung nach 1000 Einheiten Holz kann erfüllt werden. Das verschicken wir sofort. Bitte schön. Und dann möchte ich aber auch gerne den Import von Holz wieder reduzieren auf unsere gewohnten 200 Einheiten. Ja, und dann errichten wir mal fleißig weiter unsere beiden Pyramiden. Nun endlich bekommen wir mal ein Geschenk des Pharaos, nämlich 19 Blöcke Kalkstein. Das ist sehr nett. Vielen Dank, das nehmen wir gerne an. Ja, vielen Dank, Pharao. Dann kann es ja jetzt hier mit großen Schritten weitergehen. Ja, erst haben wir keine Geschenke bekommen, jetzt werden wir überhäuft mit Geschenken. Und zwar bekommen wir jetzt 400 Einheiten Leinen, da wir das Holz zur Verfügung gestellt haben. Okay. Können wir mit Leinen überhaupt irgendwas anfangen? Ja, wir können es tatsächlich exportieren. So, stellen wir direkt mal auf Export. Dann können wir hier das Warenlager, wo wir die Waffen gelagert haben, auch entsprechend für Leinen freigeben. Ja, und dann können wir es entsprechend verkaufen. Wobei wir es eigentlich gar nicht nötig haben, weil unsere Stadtkasse gut gefüllt ist. Ja, wir nehmen das gerne an. Vielen Dank. Ja, und wir haben wieder zu wenig Arbeitskräfte. Hier sehen wir, dass uns jetzt bei Unterhaltung Mitarbeiter fehlen. Bevor ich aber jetzt die Wohngebiete weiterentwickeln lasse, werde ich einige Steinbrüche abreißen, denn hier unsere mittlere Pyramide benötigt nämlich gar keinen einfachen Stein mehr. Ja, hier die 3 Steinbrüche können wir eigentlich abreißen. Die Warenlager sind brechend voll, dann können wir auch hier die anderen Dienstleistungen auch entfernen. Ja, und dann haben wir auch schon wieder einige Arbeitslose. Damit können wir die Zeit wieder etwas überbrücken. Nach langen Jahren haben wir es jetzt endlich geschafft. Die letzten 2 Steinladungen für die mittlere Pyramide, die Pyramide des Khephren, werden gerade zu unseren Steinmetzen gebracht. Ja, und während beim großen Pyramidenkomplex noch weiter Steine für Steine zu den Steinmetzen gebracht werden, wird schon bei der mittleren Pyramide die Fassade bearbeitet. Ja, und für unseren Pyramidenkomplex benötigen wir jetzt für die aktuelle Reihe noch
8 Blöcke einfachen Stein, das sind 2 Ladungen, und 20 Blöcke Kalkstein, das sind 5 Ladungen. Ja, und für den Rest brauchen wir jetzt tatsächlich nur noch 48 Blöcke einfachen Stein, das sind 12 Ladungen, und 188 Blöcke Kalkstein, das sind 47 Ladungen. Ja, da wir 2 Warenlager voll mit einfachen Steinen haben, haben wir somit mehr als genug für den Pyramidenkomplex. Das heißt, wir können hier die ganzen Steinbrüche entsprechend abreißen. Und ich denke, wir brauchen unsere Wohngebiete gar nicht weiter zu entwickeln. Ja, letzte Hand wird an der Pyramide des Khephren angelegt, dann ist dieses Monument schon fertiggestellt. Endlich haben wir eins der 3 Monumente fertiggestellt. Auch der große Pyramidenkomplex nähert sich der Vollendung. Wir benötigen jetzt insgesamt nur noch 32 Blöcke Kalkstein. Ja, und wir haben im Warenlager 32, das heißt, wir können den Import von Kalkstein stoppen. Dafür werde ich jetzt den Import von Granit starten. Wir brauchen nämlich für unsere Grabbeigaben 12 Blöcke Granit. Dann können wir hier dieses Warenlager nehmen, wo der Kalkstein gelagert ist. Da kommt jetzt Granit hin. Die letzte Steinlage wurde gerade fertiggestellt und nun beginnen wir mit der Außenfassade des großen Pyramidenkomplexes. Ja, nach und nach entsteht die beeindruckende Silhouette dieser großen Pyramide. Nun ist der Pyramidenkomplex auch fast fertiggestellt. Letzte Arbeiten noch an der Fassade. Ja, wunderbar. Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Jetzt wird die Sphinx errichtet. Bei diesem Monument errichten wir nur das Steinmassiv, welches dann bearbeitet wird. So, und wir brauchen dafür jetzt nur Zimmermannsleute und Steinmetze. Arbeitslager sind nicht mehr nötig, wir könnten sie jetzt abreißen. Allerdings haben wir noch genug Arbeitslose, von daher lasse ich die Arbeitslager. Was ich aber machen werde, ich werde noch zusätzlich eine Zimmermannsgilde errichten, hier, weil viele Gerüste nun errichtet werden müssen. Ja, mitten im Bau unserer Sphinx erhalten wir die Mitteilung, dass wieder eine libysche Armee uns in 2 Monaten angreifen wird. Gut, aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen, wir haben wirklich eine gut ausgebildete Armee. Ja, und wir sehen auch schon die ersten Gerüste, die an dem Felsmassiv errichtet worden sind. Ja, und hier unser Vorarbeiter für die Fertigstellung der Sphinx teilt uns mit, dass jetzt 40% der Zimmermannsarbeiten abgeschlossen sind. Ja, es ist soweit, die Libyer greifen uns an. Ja, hier wieder an gleicher Stelle. Schnell die Geschwindigkeit runter. Erstmal hier die Infanterie und dann die Bogenschützen. Ja, aber ich mache mir hier keine Gedanken. Die volle Stärke unserer Armee gegen die paar Libyer. Ja, die Feinde werden hier schon von der Infanterie abgefangen. So, ihr könnt man direkt hier angreifen. Ja, regelrecht von der Karte gefegt, würde ich sagen. Ihr könnt sofort zurück. Wir haben noch nicht mal Verluste. Super. Ja, hier geht es weiter mit der Errichtung bzw. mit der Fertigstellung der Sphinx. Unsere Steinmetze arbeiten jetzt schon. Wir sehen hier, wie sich dieser Bereich hier schon verändert hat. Das wird jetzt Stück für Stück aus dem Felsen heraus gemeißelt. Ja, und da sehen wir jetzt, wie unsere Steinmetze fleißig arbeiten. Ja, und jetzt sehen wir, wie sich diese Mensch-Löwen-Figur sich allmählich aus diesen Felsen herausschält. Ja, jetzt sind schon die Pfoten zu erkennen. Ja, unsere Sphinx ist bald schon fertiggestellt. Die Zimmermannsarbeiten mit 80% abgeschlossen und die Steinmetzarbeiten mit 82%. Ja, und man kann sehr gut jetzt diese typische und bekannte Figur erkennen.
Ja, jetzt werden die finalen Arbeiten an unserem Monument durchgeführt und wir haben es geschafft. Unsere Things ist fertiggestellt. Damit haben wir alle 3 Monumente fertig. Bevor wir jetzt den Granit als Grabbeigabe ausliefern und somit die Kampagne beenden, schauen wir uns unsere Stadt, die für die Versorgung unserer Baustelle nötig war, nochmal an. Hier unsere kleine Siedlung am Hafen mit unserer großen Militärbasis und hier unsere Siedlung bei den Steinbrüchen und den Edelsteinminen, wo wir Schmuck, Edelstein und einfachen Stein produziert haben. Ja, und hier unsere 3 Monumente nochmal, die Pyramide des Kefren und der Pyramidenkomplex des Cheops mit der Things. Die Wertungen haben wir alle erreicht. Wir müssen jetzt nur noch den Granit als Grabbeigabe zur Verfügung stellen. Das machen wir. Und mit dem Versenden der Grabbeigabe beenden wir nun diese Kampagne. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die 3 Monumente errichtet und wir wenden uns jetzt neuen Aufgaben zu. Ganz Ägypten verneigt sich vor ihren Leistungen. Sie haben die riesige Pyramide des Cheops errichtet und mit reichen Grabbeigaben ausgestattet. Darüber hinaus haben sie Kefren große Ehre erwiesen, indem sie seine letzte Ruhestadt und die beeindruckende Sphinx erbaut haben. Ja, das war eine lange Kampagne. Wir haben 680 Monate dafür gebraucht. Das sind mehr als 56 Jahre, fast 2 Generationen. Ja, und wir schauen natürlich, wie es weitergeht. Wir haben wieder 2 Kampagnen zu bestreiten. Die Oase Baharia, die Soldaten des Re, eine Militärkampagne und Jedu oder auch Abusir, Anbetung des Re, eine Wirtschaftskampagne. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei seid und sage Tschüss, euer Dominus.